Moin, liebe Community, ich bin der Chris und heute müssen wir mal nochmal über die Brind'N V4 sprechen und über die Verrücktheit, die da so entsteht, wenn man anfängt, das Ding in Betrieb zu nehmen. Ja, ich habe ja schon euch erzählt, ich habe hier elektrisch die Kiste schon fast fertig und wollte heute mal ein bisschen Achsen fahren. Habe euch erzählt, oh ja, wir fahren Achsen. Ich habe natürlich den Koppler zwischen Motor und Kugelgewindetrieb, den habe ich natürlich noch nicht festgemacht, nur auf der Motorseite, um erstmal zu gucken, wenn ich rechts rum drehe, dann soll ja auch meine Achse nach rechts fahren, ja, also quasi sich rechts rumdrehen. Und wenn ich halt ins Plus oder ins Minus jogge, wir joggen ja ins Minus, glaube ich, weg vom Startpunkt, genau, dann, da wir ja hinten rechts sind, ne, das ist ja hinten rechts, so sieht ja unsere Fräse im Prinzip aus. Ja, also ich zeige es euch nochmal, ja, so ist irgendwie blöd. So sieht ja unsere Maschine aus. Da hinten ist unser Homepunkt. Ja, und wenn ich also ins Y-, dann muss meine Fräse nach hinten fahren. Ja, und wenn ich Y+ fahre, dann muss sie nach oben fahren. Und wenn ich X- fahre, muss sie nach links fahren. Und X+ so und Z+ fahren wir nach oben, Z- fahren wir nach unten. So, ja, so ist der Plan. Und als ich dann eben alles zusammen hatte und angefangen habe hier zu joggen und zu gucken, ob die Achsen fahren, wie sie sollen, ist mir aufgefallen, dass bei mir nur X fährt. Nee, gar nicht, Y fährt. Also der linke Y-Motor ist gefahren, der rechte nicht. Also A, X ist nicht gefahren und Z ist nicht gefahren. Und ich habe alles probiert, Leute. Es ging nicht. Ich habe die Treiber ausgebaut, die Verkabelung überprüft, die Spannungen angepasst. Ich habe so viele Dinge getan und habe irgendwann nicht rausgefunden, warum das nicht geht. Ja, also habe ich gedacht, ich mache mal einen Stepper-Treiber lose, schraube den ab und gehe mal mit der Software in die Parameter und gucke mir die mal an. Ja, wir müssen ja hier rein, wir müssen das machen. Parameter 25 hier, die 5500, das sind 5,5 Ampere Stromaufnahme. Unser Motor hat ja ungefähr 5 Ampere. Da müssen wir unbedingt darauf achten, dass wir das eben programmieren. Und während ich es programmiert habe und hier rumgeklickt habe, habe ich hier oben diese Lampe hier angemacht. Ja, also ich zeige euch das mal, wenn wir hier auf Trial rangehen und ich jetzt sage, ich möchte jetzt mal den Motor rechts rumdrehen lassen, dann dreht er sich nicht. Er dreht sich nicht. Ja, ich höre ihn nicht. Wenn ich die Lampe hier anmache, höre ich den Motor hinter mir laufen. Ja? Und jetzt aber das Problem, wenn die Lampe an ist und ich den Motor hier in der Software fahren kann, dann funktioniert der hier nicht mehr. Er joggt nicht mehr, er fährt nicht mehr. Kann ich machen, was ich will. Passiert nichts. Ich höre nichts, kein Motor läuft. Auch beim Joggen nicht. Es funktioniert nicht. So, ne? Also hier die Lampe ausmachen, dann ins NC-Sender reingehen. Er fährt wieder. Ja, also bitte alle Stepper einmal an Strom, an USB, 45 Volt dran, einmal an USB mit dem Adapter, was ich euch gezeigt habe. Die hier unten 5,5 Ampere eintragen, 5500, ne, bei Parameter 25 und eben irgendwas, was ihr noch so einstellen wollt. Und hier oben das Licht ausmachen. Ne? Und wenn ihr das gemacht habt, einfach hier Save Power Loss, bum bum, einfach rüber speichern und dann ist der abgespeichert und wird dann auch beim nächsten Mal so funktionieren. Das mache ich jetzt mit den anderen 3 Steppern auch noch. Dazu muss ich sie leider alle nochmal lösen. Die habe ich ja auf der Platte geschraubt. Aber dann sollten meine Achsen endlich alle fahren. Schwere Geburt, nicht wahr? Habe ich mir auch gedacht. Scheiße. Verdammt. Gut, also, das war nur eine kurze Info und alles andere machen wir dann später Hochglanz in einem anderen Video dann. Ne? Später noch hier mit hin und her fahren und rumspielen. Ne? Das machen wir dann schon noch. Also, ja, feuerfrei. Ich wünsche euch was. Tschüss. Euer Chris.